Moin moin Matrosinnen und Matrosen, hier ist der Klabautermann. Wir spielen heute Icarus. Das ist ein Planet in diesem Spiel. Wir sind auf der Raumstation drumherum und sollen den jetzt mit primitivsten Mitteln erkunden. Hier kann ich verschiedene Missionen starten. Ich kann jetzt auch schon die zweite machen, weil ich schon mal als Testspiel mit Mission 1 unten war, aber wir fangen von ganz vorne an. Welcome to Icarus, friend. UDA says we gotta drop you in a safe, well-mapped zone your first time down. They must have been thinking of some other planet. You'll see for yourself, soon enough. There's a ways to go before you head out hunting for exotics. Right now, it's about learning to survive on the surface. So head down, take a look around, then we'll talk. Okay, also ich soll in einem sogenannten Dropship, also so eine Art ja, Landeschiff, soll ich auf den Planeten runter. Da gibt es eine wertvolle Materie, die Exotic heißt. Die darf ich jetzt aber noch nicht ernten. Die wollen erstmal meine Überlebensfähigkeiten testen. Also wie gut ich da unten zurechtkomme. Das heißt, ich soll mir eine Unterkunft bauen, soll ein bisschen Zeug sammeln, schauen, wie ich zurechtkomme, Erfahrung sammeln. Und das war wohl gerade mein Guide oder Mentor oder so. Auf Icarus ist ein Terraforming-Experiment schrecklich schief gegangen, wahrscheinlich wegen dieser exotischen Materie. Das heißt, wir haben ziemlich heftige Wetterphänomene, in manchen Bereichen des Planeten zumindest. Wir haben eine Tierwelt, die sich da angepasst hat, die teilweise ganz normale süße Kaninchen sind, wie auf der Erde auch, und teilweise aber mutiertere, größere Versionen der irdischen Tiere oder auch wahrscheinlich eher im späteren Spielverlauf dann alienartige, so ganz fremdartige, wahrscheinlich dann noch Urbewohner. Jetzt sitzen wir in unserer in unserem Shuttle sozusagen, in unserem Landeschiff. Wenn ihr mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren wollt oder Tipps und Tricks haben wollt, klabbi.info ist mein Blog. Da schreibe ich meine Erfahrungen nieder. Noch geruckelt, weil er wahrscheinlich gerade die Gegend noch nachlädt. Und jetzt sind wir aufgesetzt. Welcome to Icarus, friend. Looks like your first time down here. Call me Soul. Looks like paradise. But don't be fooled. The air's poison, wildlife's out to kill you, and the weather's like nothing you've ever seen. You'll need to make yourself some shelter soon enough. But you know what you're doing, right? That's why you came all the way out here and dropped with nothing. 'Cause you could. Well, UDA wants you to show you understand the basics before they send you anywhere really dangerous. So get acquainted, then head back up when you're ready. Best of luck, friend. Stay safe. Ja, wenn man auf Icarus landet, sammelt man erstmal alles ein, was man kriegen kann. Was im Moment hauptsächlich diese Stöcke und Steine hier sind. Ich hoffe, ich habe irgendwann genug genau hier, um mir eine Axt zu bauen. Zumindest als rudimentäre Waffe, falls da jetzt gleich ein Wolf vor mir stehen sollte. Wobei das gut sein, dass ich das sein kann, dass ich das nicht überleben würde. Und ansonsten halt, um mehr Steine abzubauen. Und mir damit dann möglichst bald auch ein Steinbeil bauen zu können. Und wegen der Erfahrungspunkte. Die seht ihr links oben, wie sie steigen. Das heißt, ich werde jetzt hier tatsächlich einfach weiter diesen Stein abbauen. Das Einzige, was mich das kostet, ist Ausdauer. In der Mitte unten. Die Anzeige, die grau-rot wird. So, das sind so die Ruckler, die ich mit den Einstellungen, die ich jetzt gerade drin habe. Ich muss gerade mal schauen, ob noch irgendein Motion Blur eingestellt ist, weil ich mir einbilde, wenn ich das Bild stillhalte, dann ist es gar nicht so schlimm. Blattwerk. Das wäre eine Bewegungsunschärfe. Sehe ich jetzt hier aber nicht. Oder ist es bei Gameplay Lichtfeld? Könnte ich mal ein bisschen runterdrehen.
100%. Okay, ich lasse es dann erstmal so, wie es ist. Wir gucken mal, wie wir damit zurechtkommen. Und hacken wir mal weiter unseren Stein klein. Dann werde ich nämlich gleich jetzt einen Levelaufstieg haben. Und Good work, Freshwood. genau. With new skills come new possibilities. What you do with that knowledge, well, that's up to you. No point picking up a hammer if you don't know what you're making. Before you build, you gotta learn how. Okay, also die deutschen Texteinblendungen sind nicht so massiv. Ich hoffe, ihr habt den verstanden. Also er sagte, ich soll jetzt mal gucken, was ich mit den Fähigkeiten, die ich mir erworben habe, was ich damit jetzt so anstelle. Was ich anstelle, ich stelle mir einen Bogen her, stelle mir ein Messer her. Ich nehme 20 Pfeile her. Dann sieht da hinten nämlich zum Beispiel läuft ein Hase rum. Muss mich hier meine Dinger mal noch umsortieren, dass ich... Das ist eine Ziege. War gar kein Hase. Jetzt gewohnt, dass ich das Messer auf der 1 habe. Gehen wir in die Hocke und guck mal, ob diese Ziege sich beruhigt. Okay. So. Diese Aimbot, sage ich jetzt mal, habt ihr nur drin, wenn... Wo ist sie denn? Immer. Ein Kadaver lockt nämlich Wölfe an. Den habt ihr nur drin, wenn ihr in die Hocke geht. Und habt dann auch nochmal einen Schadensbonus. Faktor 2,5. So, ich verpiss mich jetzt hier. Das ist mir zu heikel, dass mir jetzt gleich ein Wolf um die Ecke kommt. Weil er das Ziegenkadaver wittert. Gehen wir runter zum Wasser. Die Erfahrungspunkte für die Ziege habe ich so oder so auch gekriegt. Dann gibt es hier diese blauen Steine. Den kleinen und den groß. Da ist den groß. Auch die werde ich abbauen. Das ist Oxid. Das ist so die Steinsformation, in der auf das Sauerstoff Fuck. In der auf Icarus Sauerstoff gespeichert ist. Und mich hat gerade ein Wolf gewittert. Und angefallen. Und ich habe mir zum Glück schon ein Messer gebaut und konnte ihn halbwegs gut abwehren. Und ihr seht, man muss hier... Oh, hast du mich erschreckt. Ich dich auch, ich weiß. Man muss hier die Gerippe, die Knochen extra abbauen. Separat von dem Fleisch und dem Leder oder dem Fell. Ich mache mir jetzt hier aber weiter an das Oxid. Ja, da ist Sauerstoff drin gespeichert. Und ich habe in meinem Raumanzug oder meinem Schutzanzug habe ich eine kleine, keine Ahnung, ob das dann gemahlen wird, eine Verarbeitungsstation, die hier aus dem Oxidgestein mir Sauerstoff herstellt langsam. Und den brauche ich, um mir quasi, ja, also es scheint keine hundertprozentiger Ersatz für Atemluft zu sein, sodass ich quasi ganz autark atme. Zumindest nicht die ganze Zeit. Weil ich kann ja auch Nahrung zu mir nehmen. Eben hier von den Beeren welche gegessen. Weil die hier nochmal einen Buff geben. Maximale Ausdauer wird um plus 50 erhöht. Also wenn man hier rumrennt oder wenn man ja auf irgendwelchen dieser Oxidknoten oder
Wenn man Schwefelknoten oder sowas eindrischt, ist es gar nicht so verkehrt, ein bisschen mehr Sauerstoff dabei zu haben. Diese Knoten bekommen also pro Schlag abgebautem, du bist mir so ein bisschen nah, pro abgebauten Gesteinsbrocken bekommt man da Erfahrungspunkte. Aber auch wenn man so einen Knoten komplett abbaut. Links oben seht ihr die Erfahrungspunkte, dann sind wir plus 30, plus 60, plus 60, plus 150. Die 150 waren jetzt dafür, dass ich den Knoten komplett abgebaut habe. So, was könnte ich denn noch herstellen? Das habe ich noch nicht hergestellt. Eigentlich habe ich gerade alles. Ich kann jetzt hier meine Talente noch vergeben. Dann würde ich als Solospieler meine Lebensenergie ein bisschen hochboosten. Jetzt bin ich in die Hocke gegangen, das heißt, der Hirsch sieht mich nicht. Und habe hier wieder Stealth Attack mal 2,5. Also wieder ein Bonus von 2,5 mal der Schadenspunkte des Pfeils gekriegt. Und hier laufen gerade relativ viele Tiere rum. Also es geht auch auf die Entfernung, weil es eben nicht nur ein Schadensbonus, sondern tatsächlich auch so eine Art Zielhilfe ist. Wir gleich an. Also. Was ich möchte heute gerne viel jagen, solange es noch hell ist. Bin nämlich hier auf dieses Fell bin ich scharf. Oh je, da hat man einen Wolf jaulen gehört. Ich repariere hier mal mein Werkzeug. Ja, ich brauche 20 Fell, um mir einen Schlafsack zu bauen. Da hinten kommt schon der Wolf. Und der gibt mir richtig viele Erfahrungspunkte. 1500. Oh, da ist noch einer. Die sind oft im Rudel unterwegs. Jetzt habe ich den ersten schon wieder aus den Augen verloren. Und der hat jetzt auch 4 Fell dabei gehabt. Die haben häufiger, also meiner Wahrnehmung nach bisher zumindest häufiger Fell dabei als ihre anderen tierischen Brüder und Schwestern. Sie sind zum Glück so eingestellt, dass sie keine wahnsinnig große, gute Witterung haben. Andere, da liegt er, oder? Und mir da doch auch noch das Fell. 5 Stück. Also schon ein Viertel Schlafsack. Oh, da ist noch einer. Das waren 1700 XP sogar. Oh, das sieht doch aus, als ob ich heute Nacht warm schlafe. 4 Fell. Da hinten ist es noch einer aufgetaucht. Und zwar da, wo wir den anderen erschossen hatten. Weil der wohl gewittert hat, dass da ein Kadaver lag. Und da mal hingegangen, um zu gucken. So, jetzt ist mein Messer kaputt. Das repariere ich jetzt schnell wieder. Das kostet mich einen Stein und Ausdauer. Ja, noch wirken die Wölfe so leicht zu besiegen.
Den einen habe ich mit dem Messer niedergemessert, die anderen habe ich aus der Ferne erschossen. Sie können richtig gefährlich werden im Rudel. Und vor allem, wenn man dann in Schneebiomen ist, wo man nicht so viel Deckung hat oder wo sie auch nochmal ein anderes Verhalten haben. Vielleicht im Detail, weiß ich gar nicht, ob nochmal andere Tiere sind. Aber es gibt auch Schneewölfe, die sind dann eher weiß. Und sie da so ein Verhalten haben von wegen, wir gehen dich suchen, wir gehen dich jagen. Ein Wolf hatte ich gesehen, jault und lockt mit dem Jaulen. Oh. War ich nicht in der Hocke? Doch, ich war in der Hocke. Und juckt mit dem jault und du siehst, wie sich 3, 4, 5 andere Wölfe in Bewegung setzen. Oh, was ist neu? Und die Kürbisse sind auch neu. Was ist das denn? Eine Kakaopflanze. Da vorne ist eine Ziege. Sich da gemütlich niedergelassen. Beeren hier kenne ich. Die Kakaopflanzen kenne ich nicht. Mal gucken, was wir daraus machen können. Nur 2 Bälle dabei. So. Jetzt habe ich 100 Leder durch Skinning, also durch Tierhäuten hergestellt. Oh, das war noch eine Pflanze. Tee. Habe ich gerade Tee geerntet. Teebusch. Oh, das ist spannend, was es für neue Pflanzen gibt. Die hier kenne ich schon, die lasse ich erstmal stehen. Ich leg gerade über da drüben auf die Insel gehen, um uns da Unterschlupf zu bauen. Wir sollen nämlich jagen, sammeln und craften. Also ich nehme mal an, das ist eine Übersetzung dafür, sammle Erfahrungspunkte. Sollen uns ein Shelter und eben einen Schlafsack bauen. Ich glaube, so langsam haben wir das Zeug dafür zusammen. Karotte. Okay. Das sind die Beeren, die ich schon kenne. Kakao habe ich schon. Sammeln mal nicht zu viel, weil ich kriege sonst irgendwann ein Problem, das Zeug alles lagern zu können. Beziehungsweise halt nicht lagern zu können. Bei den Beeren weiß ich, dass sie ganz gut stacken. Gehen wir darüber auf die Insel. Gehen dabei auch gleich mal ein bisschen Fische jagen. Welche, die sind ziemlich dumm. Großen da so ein bisschen schlauer. Dann gibt es noch welche, die... Na gut, der schien jetzt auch nicht so viel schlauer zu sein. Hab ich gesehen. Und dann gibt es noch welche, die schwimmen, wenn sie mich sehen, auf mich zu. Und zwacken mich mit ihrem Giftstachel. Der war jetzt ein bisschen schlauer, weil da komme ich nicht hinterher. Der könnte dümmer gewesen sein. Erwischt. So. Warum Fische? Damit ich insgesamt eine möglichst abwechslungsreiche Nahrung kriege. So, Wölfe und Co. können auch schwimmen. Ich denke, ich gucke mal, dass ich mir hier auf dem Eck
eine Unterkunft baue. Dafür muss ich mir... Oh, ich muss einmal hier Lagerfeuer und Schlafsack freischalten. Dann habe ich noch 4 Punkte. Doof gerade gelöst mit dieser dünnen Zeile hier unten. Ich kann Holzverarbeitung noch nicht freischalten. Also baue ich mir einen Strohbalken, Strohboden und Strohwand. Ich habe noch einen Punkt, dann gibt es noch eine Strohtür. So, dann gehen wir trotzdem erst nochmal hierher, reparieren das. Und wollen uns zumindest mal einen Baum, dass wir Brennholz haben, damit wir das, was wir so an kleinen Ästen und Stöcken aufsammeln, damit wir das nicht ins Feuer schmeißen müssen. Auch das gibt gerade gute Erfahrung, bauen wir also Holzfällen. Also pro gefällten Abschnitt, glaube ich jedenfalls. Nee, kriege ich jetzt keine Punkte. Kriege ich sie noch nicht eingeblendet. Okay, das hat sich vielleicht verändert. Dass man durch das Abwalden eines Waldes nicht mehr so viel. Doch da. Das Ressourcensammeln kriege ich 25 Punkte. Was es jetzt fürs tatsächliche Baumfällen gab, weiß ich gar nicht mehr. So. Dann muss ich dafür die Stumpf noch wegmachen. Das dauert ein bisschen länger und ich esse mal vorher noch meine Beeren. Ja. Einen Ausdauerbonus verschaffen sollten. So, und dann baue ich mir hier Bodenplatten. 6 Wände. Höher. Und 12 von denen. So, dann kann ich die beiden Bodenplatten anlegen. Das läuft doch in der Nähe rum. Was doch. Ja. Da. Hier mache ich ein Fenster hin. Das geht, wenn ihr das Spiel auch spielt, indem ihr R drückt. Hier mache ich ein Fenster hin. Ja, Tür. Da. The terraforming went to Boah, crap, hast du mich erschreckt. but they left a few critters behind. Changed their genes some, but you can still eat them. Ah, gibt er mir jetzt sozusagen Tipps. So. Dann noch eine Tür gebaut. Baue ich jetzt mal ein. Ich in dem Bereich könnte ich mir doch jetzt auch einen Schlafsack bauen und eine Feuerstelle bauen. So, und hier kann ich mal noch so stabilisierende Stützpfosten einsetzen. Die kann ich an den Bereichen, wo die Platten nicht so ganz auf dem Boden aufliegen, und nochmal nach unten verlängern. Stabilisiere damit so das gesamte Konstruktion und habe mir hier jetzt 2 Fenster gelassen, dass ich kann ja bis ins andere Ufer schließen. Da geht es nachher bestimmt nochmal um Erfahrungspunkte sammeln. Beziehungsweise das mache ich jetzt schon.
dass ich gerade... Ups. Okay. Da hat er jetzt diesen Death-Bonus mir nicht gegeben. Okay, vielleicht zu optimistisch. Wir haben ein Feuer und einen Schlafsack gebaut. How you build, that's up to you. So long as you learn the basics, your chances are the same as anyone else. And I get paid. Also die Besetzung ins Deutsche ist noch nicht komplett. Aber er wird scheinbar dafür bezahlt, dass er mich hier einführt. Und sagt, von daher ist es ihm eigentlich egal, wie ich mir hier mein Wissen aneigne. Draußen fängt es an zu regnen. Und das Wetter würde mir jetzt zusetzen, also wenn ich draußen rumlaufe. Dann habe ich hier eine Sturmaussetzung. Also to be exposed oder exposure ist das englische Begriff. Sie haben so eine Aussetzung übersetzt. Nicht wie glücklich das ist. Das hat geklappt, okay, aber der ist jetzt ins Wasser geplumpst. Der da hinten kriege ich gar nicht. Das reicht meine Waffe nicht. Ja, so dass ich lieber reingehe. Ach genau, mit einem langen F mache ich mir das hier zu meinem Respawn-Punkt, wenn ich irgendetwas begegne, was massiv viel stärker ist als ich. So, dann werden wir als nächstes diesen Kürbis hier braten. Und dann das Fleisch aufs Feuer tun. Und dann haben wir schon 3 mögliche Nahrungsquellen. Das ist mit dem Tee. Unverarbeitete Blätter von einer Variante des üblichen Teebaums. Karotte. Plus 20% Nahrung beim Konsumieren. 20 Stück, also Punkte. Und gibt mir einen rohe Nahrung Bonus für 60 Sekunden. Was wahrscheinlich plus 10 maximal, plus 10%, plus 10 Stück der maximalen Gesundheit sind. Hiermit kriege ich für 600 Sekunden, also für 10 Minuten, plus 75% Ausdauer. Hier gibt es 75% Gesundheit und 20% Ausdauerregeneration. Also Gesundheit und Ausdauer sind 2 Werte, die immer einen Maximalwert haben können und die unter bestimmten Voraussetzungen mehr oder weniger stark regenerieren. Und ich esse jetzt mal eins von dem Fleischen. Kann ich die? Den kann ich nur. Dann esse ich eine Beere. Und der macht plus 50 Nahrung. Das heißt, hier sättigt er mich wahrscheinlich ganz gut. Und erhöht die maximale Ausdauer. Das klingt doch auch jetzt erstmal nicht verkehrt. Und wenn der Sturm rum ist, noch ein bisschen Bäume fällen gehen oder so. Okay, die Viecher verstecken sich gerade auch vom Sturm. Rechts oben seht ihr die Wetteranzeige. Da taucht gerade so eine Sonne auf. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen auffrischenden Wind. Und dann ist dieser Sturm aber sozusagen überstanden. Bis hier muss ich meinen Sauerstoffvorrat noch nachladen. Und bin gerade irritiert, dass da drüben keine Viecher sind. 16 Uhr.
Jetzt kommt gleich die Sonne wieder. Rollkolben kann man leider nicht weiter verwenden oder essen oder so oder abbauen. Die wären ja ansonsten auch nochmal so eine Notnahrung in Survival-Situationen. Aber hier bei uns jetzt nicht. Was sind denn die ganzen Tiere? Da. Und ich kann ewig lang unter Wasser bleiben, weil ich habe ja meinen Sauerstoffvorrat dabei. Das Wasser hat also nur den Negativeffekt gerade, dass es kühl ist und meine Körpertemperatur runtertreibt. Aber solange das kein Problem ist, weil ich jetzt zum Beispiel im kalten Sturm rumlaufe oder so, solange ich das nicht tue, kann ich durchaus ein bisschen im Wasser bleiben. So, ich würde gerne irgendwie hier hoch auf den Felsen. So. Da könnte es hochgehen. Oder auch nicht. Ernsthaft? Man kommt hier nirgends hoch, doch hier. Das muss doch sanft genug. Na, dann ja, ist das auch wieder steil. Nämlich die Hoffnung, dass da drüben, wo ich gerade jetzt die Ziege totgeschossen habe, dass da ein Wolf hinkommt. Und dachte, ich könnte mir von hier oben eine gescheite Schussposition verschaffen. Da, guck mal, doch, da. Mal da hoch. Und da ist er auch schon mal ein Wolf. So, das waren zumindest ein Stufenaufstieg. Ich weiß nicht, wie viel XP es waren. Und es ist so ähnlich wie in Minecraft, wenn ich in der Hocke bin, dann bin ich zum einen quasi in Deckung und Sicht geschützt vor irgendwelchen Fressfeinden. Also man sieht ja unten eingeblendet Verstohlenheit. Und ich kann hier nicht runterfallen. Also ich kann sozusagen, kann nicht abwärts gehen im Hocken. Oder nur so weit, wie ich dann auch wieder zurückgehen kann. Und also solange ich gehockt bleibe, hier ganz gut umscouten, ob ich noch irgendwelche Tiere sehe. Dämmerung geht man doch eigentlich auf einen Fluss was trinken, oder? Machen das die Icarus-Tiere nicht. Ich glaube, aber ansonsten habe ich prinzipiell auch schon alles, was ich hier erreichen sollte, habe ich schon erreicht. Links oben seht ihr alle 3 Bullet Points gesetzt. Das heißt, ich könnte jetzt zurück zu meinem Dropship und könnte zurückfliegen. Aber ob wir das wirklich machen, das seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin müsst ihr euch noch einen Moment gedulden. Ich danke für heute fürs Zuschauen. Wenn euch das interessiert, wie es weitergeht, lasst gerne ein Abo da, lasst gerne ein Like da, schreibt mir gerne einen netten Kommentar. news.clubby.click führt zu meinem Newsletter, wo größere Projekte oder Neuigkeiten angekündigt und dann auch gezeigt werden. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, bleibt in Kontakt. Ansonsten bleibt gesund. In jedem Fall, ihr alle, macht's gut. Schöne Grüße, der Clubby.